Thank you very much for the welcome. Vielen Dank für das Willkommen heißen. It's good to be here with my fellow Europeans. Und ich freue mich hier unter den geliebten Europäern zu sein. I've been an academic for 30 years. Meine akademische Laufbahn ist jetzt schon 30 Jahre. Some academics do not like me coming to a conference like this. Und einige Akademiker mögen das überhaupt nicht, wenn ich zu solchen Konferenzen komme. But tomorrow I will talk about the pressures on academics. Und morgen werde ich auch über den Druck von der akademischen Seite sprechen. And the talk, The Wonders of Creation. Und ich werde über die Wunder der Schöpfung sprechen. In this talk I've written a book and a DVD. In dieser Vortrag werde ich über die DVD und über das Buch sprechen. These are published by Creation Ministries International. Und das ist bei Creation Ministries International herausgegeben worden. I'm going to tell you a couple of things about my background and my work. Und ich werde euch etwas über meinen Hintergrund und meine Arbeit berichten. My main work has been designing spacecraft for the European Space Agency. Eine meiner Hauptaufgaben war, ein Raumschiff für die ESA zu designen, auszulegen. I designed the solar array deployment system. Ich hatte den Mechanismus, der die Sonnenbatterie ausfährt, entwickelt. On the Envisat and the METOP C satellites. Auf dem Envisat und den METOP, der hier auch dargestellt ist. This is where I realized design does not happen by chance. Und durch diese Arbeit habe ich festgestellt, dass Design kein Zufall ist. And this is where I became interested in design in the natural world. Und deshalb bin ich auch sehr interessiert, wie Design in der Natur um uns herum aussieht. Designing a spacecraft is difficult. Und ein Raumschiff zu entwickeln ist schwierig. I remember being called in to my manager's office. Und ich kann mich erinnern, wie ich zum Manager in sein Büro gerufen wurde. And he said, Stuart, do you realize this spacecraft cost £1 billion? Und er sagte, Stuart, hast du das schon umgesetzt, dass dieses Raumschiff 1 Milliarde britische Pfund kostet? I said, no, nein. Dann sagte ich nein. And he said, do you realize if your deployment system does not work within 50 minutes, the whole mission is dead? Und hast du auch schon umgesetzt, dass wenn dein Mechanismus innerhalb von den ersten 15 Minuten nicht funktioniert, dann ist die ganze Sache tot? And I said, no. Da sagte ich wieder nein. So he said, if you could remember that for the rest of the project, I would appreciate that. Und er sagte dann, ich wäre sehr dankbar, wenn du das behalten würdest für den Rest dieses Projektes. So before launch, I felt terrified. Und bevor das Ganze dann gestartet wurde, fühlte ich überhaupt nicht gut. And I was physically sick. Und ich war auch physisch krank. But I was very happy when the rocket launched successfully. Aber ich war sehr dankbar und glücklich, als dann die Trägerrakete erfolgreich in die Umlaufbahn kam. The other thing I've been working on is design of Olympic bicycles. Und der andere Punkt, womit ich beschäftigt war, war die Entwicklung mit olympischen Fahrrädern für das olympische Team. I designed the transmission for the Olympic bike. Und ich hatte die Übertragung für die olympische Fahrräder entwickelt. I'm now working on the Olympic bike for Team GB for the Tokyo Olympics 2020. Und jetzt arbeite ich an dem Fahrrad für das olympische Team für nächstes Jahr in Tokio, für die Olympischen Spiele. Yesterday was a very special day. Und gestern war ein besonderer Tag. Because we presented this bike only yesterday. Denn wir haben nur gestern der Öffentlichkeit dieses Fahrrad vorgestellt. So you're very privileged to see what will be the winning bike in Tokyo. Und so habt ihr auch ein besonderes Vorrecht, dieses Fahrrad, das in Tokio zum Einsatz kommt, jetzt zu sehen. Because I have now improved the chain even further. Denn ich habe die Kette noch mehr verbessert. This is not good news for Germany. Und das ist keine gute Nachricht für das deutsche Team. People ask me, what is the secret? Und Menschen haben schon gefragt, was ist das Geheimnis dahinter? And I cannot give any secrets about the design. Und ich kann auch keine Geheimnisse jetzt rausrücken. But one secret I will tell you. Aber ein Geheimnis sage ich euch. Some of the most important components we make in Germany.
Einige der sehr wichtigen Bestandteile werden in Deutschland hergestellt. So we use German engineering to beat the German team. Und so nutzen wir die deutschen Ingenieure, um das deutsche Team zu schlagen. So now I will give an introduction to bio-inspiration design. Und jetzt möchte ich auch die Inspiration, die aus der Beobachtung der Natur kommen, weitergeben. A classic example is Velcro. Und ein gutes Beispiel ist eben der Klettverschluss. It is a copy of the burr plant. Und das ist die Kopie von dieser Klette, von der Pflanze. And a Swiss engineer became very rich when he copied this burr plant. Und ein Schweizer Ingenieur ist sehr reich geworden, indem er das kopiert hat. Another example is self-cleaning glass. Und das andere Beispiel ist das selbstreinigende Glas. Many plant leaves are hydrophobic, Und viele Pflanzen, die sind wasserabweisend, with a rough layer. mit einer Schicht drauf. So glass manufacturers have a similar roughness to the glass. Und die Glashersteller haben eine ähnliche Rauigkeit vom Glas. You can get journals that describe case studies. Und ihr könnt auch Zeitschriften finden, in denen solche Fälle vorgestellt werden. I'm co-editor of the one on the right. Ich bin ein Mitherausgeber von den Zeitschriften, die da gezeigt sind. These describe how many engineers are trying to copy God's designs. Und aus diesen Gründen versuchen viele Ingenieure, Gottes Schöpfung zu kopieren. Now, bio-inspired design is a really important test for evolution. Und die biologieinspirierten Entwicklungen, Auslegungen, die sind Schöpfung, die sind ein sehr guter Test für die Evolution. Because if the world had evolved by evolution, Denn wenn die Welt wirklich durch Evolution entstanden worden wäre, the world should be very simple, much simpler than man-made design. dann wäre die Welt wesentlich einfacher als alles, was die Menschen kreiert haben. Because evolution is limited to step-by-step change. Weil die Evolution durch Schritt für Schritt Veränderungen limitiert ist. I tell my students when I'm teaching them how to design, do not design step by step like Und ich evolution. lehre meine Studenten, wenn ich ihnen Design vortrage, dass sie nicht Schritt für Schritt designen sollen. Engineers should use their creative ability to bring many things together in one go. Und ein Ingenieur sollte die Fähigkeit haben, viele Dinge zusammenbringen in einem Schritt. So evolutionists, they admit that evolution is limited. Auch die Evolutionisten geben zu, dass Evolution begrenzt ist. This is a really important admission. Und das ist ein sehr wichtiges The Eingeständnis. evolutionary process faces constraints far more severe than anything impeding human designers. Das heißt, der evolutionäre Prozess ist mit wesentlich größeren Einschränkungen konfrontiert, dann irgendetwas, das durch Menschen designt, entwickelt worden ist. So this evolutionist is admitting that nature should not be sophisticated. Und somit haben diese Evolutionisten zugegeben, dass die Natur nicht sehr hoch entwickelt sein sollte. And here is one more example. Und hier sind noch weitere Beispiele. This evolutionist says evolution does its job as well as it needs to and no more. Und hier hat ein Evolutionist gesagt, die Evolution tut ihren Werk nicht so gut, wie es nur sein muss und nicht mehr, also nicht besser als erforderlich. But in contrast to that, creation predicts nature to be very sophisticated. Im Gegensatz dazu sagt die Schöpfung jedoch eine wesentlich überlegene Design in der Natur. Because in the book of Job, it says that God is perfect in knowledge. Im Buch Hiob sagt es, dass Gott perfekt ist, vollkommen in seinem Wissen.
So if creation is true, nature should be above man-made engineering. Und somit ist es auch wahr, dass die Natur viel vollkommener sein müsste als alles, was Menschen kreieren. So when we look at the natural world, we have this really important question. Und wenn wir um uns herum in der Welt umschauen, dann ist das eine sehr wichtige Frage. Is nature above man-made engineering or is it below man-made engineering? Ist die Natur über dem menschengeschaffenen Werk eines Ingenieurs oder ist es drunter? From my expertise and experience, I see nature way above man-made engineering. Und aus meiner Expertensicht und Erfahrung sehe ich, dass die Natur wesentlich weiterentwickelt ist als alles, was die Menschen bis jetzt so kreiert haben. And this is devastating for evolution. Und das ist etwas sehr Enttäuschendes, sehr Niederschmetterndes für die Evolutionisten. Let me just do one quick comparison. Erlaubt mir, einen einfachen Vergleich zu machen. A spacecraft has 30 kilometers of wiring. Der Satellit hat etwa 30 Kilometer von Kabeln in sich. I know because I did it on this spacecraft. Und ich weiß das, weil ich das selbst entwickelt hatte. But the human body has 150,000 kilometers of wiring. Der menschliche Körper hingegen hat 150.000 Kilometer von Verdrahtungen in sich. In my talk tomorrow, I'm going to explain that 150,000 kilometers of wiring to you. Und morgen in meiner Präsentation, in meinem Vortrag werde ich das erklären, wo diese 150.000 Kilometer herkommen. And the human body is self-replicating. Und der menschliche Körper reproduziert sich selbst. So this is an example of where natural design is far superior to human design, the best of human design. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die natürliche Schöpfung wesentlich überlegen ist jeder menschlichen Kreation. But this would not be expected if evolution was true, because evolution is limited. Denn das würde man nicht erwarten, wenn Evolution Wahrheit wäre, denn sie ist nicht überlegen, sie ist sehr einfach. So the conclusion is clear. Und so ist die Schlussfolgerung sehr einfach und klar. I could finish my talk now. Und ich könnte jetzt schon Schluss machen. But I'm going to give you the conclusion again from my own research. Aber ich wollte euch noch teilhaben lassen an meiner Untersuchungen, Forschung. I'm going to give you 4 examples of bio-inspired design. Und ich gebe euch 4 Beispiele, wo wir durch Biologie inspiriert wurden in unserer Auslegung. That shows God's design is better. Und das zeigt auch, dass Gottes Design, die Schöpfung, viel besser ist. The first one is a micro-air vehicle. Das erste ist ein kleines Luftfahrzeug. This was funded by the Ministry of Defence in the UK. Und das wurde durch das Verteidigungsministerium in Großbritannien finanziert. The first thing we did was to capture dragonflies. Und das erste, was wir taten, war die Aufnahme, wie eine Libelle fliegt. And you can see we did a camera, high speed, to show it in slow motion. Und wir haben mit einer Hochgeschwindigkeitskamera das aufgenommen, um dann verlangsamt zu sehen, was passiert. The wings are actually flapping 40 times a second. Und die Flügel, die werden 40 Mal in der Sekunde hin und her geschwingt. You can see the wings are twisting. Und ihr habt auch gesehen, wie die Flügel verdreht werden. And it's the twisting that creates the vortex that gives it lift. Und durch diese Verdrehung der Flügel erzeugt einen Wirbel, der den Auftrieb liefert. When we first observed this, we were amazed at the precision of design and movement. Und als wir das erste Mal das beobachtet hatten, waren wir überwältigt von der Genauigkeit, wie die Flügel bewegt werden. Our first emotion was we thought we just have to give up. Und der erste Eindruck war, wir müssen da aufgeben, da kommen wir nicht weiter. It's just impossible to copy this. Es war einfach unmöglich, das zu kopieren. But I already had the funding, so we couldn't give up. Aber ich
wir mussten das weitermachen, weil wir hatten die Finanzierung schon bekommen. So we designed this mechanism a little bit different to the dragonfly. Und so haben wir diesen Mechanismus entwickelt und das ist etwas anders als bei der Libelle. Because in inspired design, you don't copy, you become inspired. Weil bei einem inspirierten Design kopierst du es nicht, sondern du inspirierst dich, lässt dich inspirieren. It's too difficult to copy God's design. Weil es ist zu schwierig, Gottes Design zu kopieren. So this is a double crank rocker mechanism. Und das ist ein doppelter Schwenkmechanismus. The yellow crank rocker does the flapping. Der gelbe Schwingmechanismus produziert die Schwingung. And the red one does the twisting. Und der rote Mechanismus verdreht den Flügel. I had a 3-year PhD student to work all this out. Und ich hatte einen Doktoranden, der 3 Jahre daran gearbeitet hat. And he became interested in intelligent design during his PhD. Während seiner Doktorarbeit wurde er sehr interessiert an dem intelligenten Design. So we optimized the parameters, as you can see. Und so haben wir die Parameter optimiert. We tried to copy the motion of the dragonfly as much as possible. Und wir versuchten, die Bewegung des Flügels einer Libelle so gut wie möglich zu reproduzieren. The hardest thing was we had to start the twisting exactly at the right point, just like the dragonfly. Das Schwierigste war, dass die Verdrehung vom Flügel exakt in dem Augenblick passieren musste, wie es auch bei einer Libelle passiert. If the timing of the twist was wrong, everything failed. Und wenn der Zeitablauf oder die Zeitabfolge etwas falsch gesetzt wird, dann funktioniert es nicht mehr. It was a very fine-tuned design. Und das musste man sehr genau abstimmen. But the hardest thing was a big surprise to us. Aber die schwierigste Sache war auch eine große Überraschung für uns. Because the hardest thing was to assemble the components. Weil das Schwierigste war, die Komponenten zusammenzubauen. This Die nut, Einzelteile. this is a nut here. Das ist eine Mutter. It's smaller than a pinhead. Das ist kleiner als ein Stecknadelkopf. Because this is someone's hand. Zeigt die Hand eines Menschen, der die Teile hält. At first we found it impossible to assemble the mechanism. Und zu Beginn dachten wir, es ist unmöglich, das Ganze zusammenzubauen. I was looking for Chinese students with small hands. Ich hatte Ausschau gehalten nach chinesischen Studenten, die eben kleine Hände haben. And assembling the machine was the hardest thing. Und der Zusammenbau, das war wirklich das Schwierigste. So eventually we had it assembled. Schlussendlich hatten wir es zusammengebaut. This cost 400,000 euros. Und das Ganze hat eben 400.000 Euro gekostet. I explained this to my PhD student. Und das hatte ich auch meinen Doktoranden erklärt. And then for 2 weeks I didn't see him. 2 Wochen lang habe ich den nicht mehr gesehen. Because he tried to make it go too fast. Weil er versucht hatte, das zu schnell laufen zu lassen. And it disintegrated. Und das ist auseinandergeflogen. But he still passed his PhD. Aber er hat trotzdem seine Doktorprüfung bestanden. Before then, we did particle image velocimetry. You did what? The particle image velocimetry. Yeah. Anschließend hatten wir die Partikelsichtbarmachung, den Test gemacht. So in a wind tunnel, we showed the vortices on the wings were just like a dragonfly. Im Windkanal haben wir die Wirbel sichtbar gemacht, genauso wie bei einer Libelle. But the whole project was very humbling. Aber das ganze Projekt war sehr demütigend. Because we realized we could not match the performance of a dragonfly. Weil wir festgestellt haben, dass wir die Leistung einer Libelle gar nicht reproduzieren können. Because we could only go a quarter at the speed. Wir konnten nur ein Viertel der Geschwindigkeit erreichen. And when my PhD student went above this speed,
then it disintegrated. Und als mein Doktorand versucht hatte, die Geschwindigkeit zu erhöhen, dann ist es eben auseinandergefallen, hat nicht ausgehalten. And our machine was 10 times heavier. Und unser Vehikel war 10-mal so schwer. So this showed that God's design was better. Und das hat gezeigt, dass Gottes Kreation viel besser war als unsere. If you read a biology book, it says a dragonfly is a primitive creature. Und wenn ihr ein Biologiebuch lest, dann sagt es, dass eine Libelle eigentlich sehr primitiv ist, eine primitive Schöpfung. Oder? It is not a primitive creature. Es ist keine primitive Kreatur. It is more sophisticated than any human-designed aircraft. Denn es ist viel überlegener jeder Entwicklung, Ingenieursentwicklung in der Luftfahrt, der menschlichen Entwicklung. So now I come to my second example. Und jetzt komme ich zum zweiten Beispiel. And this time it's copying bird flight. Und diesmal wollten wir den Vogelflug kopieren. I was funded by the Royal Academy of Engineering to work in the United States. Die Royal Academy hatte das Ganze finanziert. And I worked in a biology department. Und ich hatte mit der Biologiefakultät zusammengearbeitet. And I studied the flapping of bird wings. Und ich hatte untersucht, wie die Vögel mit den Flügeln schlagen. Slightly simpler because they didn't twist. Und das war etwas einfacher, weil die nicht so verdreht haben, die Flügel. And for many years, biologists wondered if birds use aerodynamic braking. Und über viele Jahre hinweg haben die Biologen sich gefragt, ob die Vögel beim Schlagen der Flügel, beim Flügelschlag, auch verzögern. Because if birds use air to slow down, it's more efficient. Denn wenn die Vögel das Verzögern nutzen, dann wird es mehr effektiv oder es wirkt besser. So it took me 6 months to develop this equation. Und ich brauchte 6 Monate, um diese Gleichung herzuleiten. And this models aerodynamic braking of bird wings. Und das beschreibt eben diese Verzögerung beim Vogelschlag. So the professors in my university asked me, what is the conclusion to this equation? Und meine Professoren, Kollegen haben mich gefragt, was ist dann die Schlussfolgerung aus dieser Gleichung? And I tell them the conclusion is God is a genius. Und ich sagte, die Schlussfolgerung ist, dass Gott einfach genial ist. Because wings are so well designed that the aerodynamic drag is perfect for this braking. Denn die Flügel der Vögel sind so wunderbar gestaltet, dass es perfekt dient bei diesem Verzögern. And so again, bird design shows that God's design is superior. Und auch hier die Auslegung der Flügel, die Schöpfung, zeigt, dass es weit überlegen ist jeder menschlichen Kreation. I also had a PhD student on this subject. Und ich hatte auch einen Doktoranden, der sich mit diesem Thema beschäftigte. And each case study I had scientific publications. Und zu jedem Falluntersucher hatte ich auch eine Publikation in den wissenschaftlichen Zeitschriften. On bio-inspired design, I have about 50 scientific publications. Und über diese durch Biologie inspirierte Entwicklung habe ich etwa 50 verschiedene Publikationen. And on engineering design, about 150 scientific publications. Und über das intelligente Design etwa 150 Publikationen. So my third case study is on the sling jaw wrasse. Und das nächste Beispiel ist über den Schlingenkiefer eines Fischs. This is a very special fish. You can see the jaw comes out. Und ihr könnt sehen, wie das Unterkiefer von dem Fisch ausgefahren wird. And I knew this could have a special mechanism that could make better exoskeletons. Und ich hatte auch gesehen, dass das, was in der Kreation dieses Kiefers verborgen ist, das könnte auch helfen, der Entwicklung des mechanischen Skeletts oder der Roboterhilfe für die Menschen. Because years ago you can see they're too big. Denn ihr seht, dass die Entwicklung aus dem Jahre 65 und das war viel zu groß.
So we copy God's designs to make them smaller. Und so haben wir gewisse Kreationen kopiert, um das kleiner zu machen. I needed to make X-rays of the sling-jaw wrasse. Und so musste ich auch Röntgenaufnahmen von diesem Kiefer des Fischs machen. But I didn't have any of the specimens in the United Kingdom. Aber ich hatte nichts, um das zu machen in England. But my PhD student was from China. Aber mein Doktorand war von China. And she said she had a friend who had a pet sling-jaw wrasse. Und sie sagte, sie hat einen Fisch zu Hause, also als Haustier, der so einen Schlingenkiefer hatte. And she told me she could persuade her friend it would be better in our lab than her fish tank. Und sie meinte, sie könnte ihre Freunde davon überzeugen, den Fisch uns zu geben, anstatt ihn zu Hause da irgendwo im Aquarium zu halten. So she put it in the microwave and then her suitcase and it came back to England. So hat sie den erst in die Mikrowelle gesteckt, den Fisch, und dann in den Koffer und zu uns rübergebracht. And this is the sling-jaw wrasse. That was her friend's sling-jaw wrasse here. Und das ist auch der Schlingenkieferfisch. So we took these X-rays with the mouth in and the mouth out. Und so haben wir dann Röntgenaufnahmen gemacht, mit dem Kiefer eingefahren und ausgefahren. You can see the pictures here. Und ihr könnt hier die Bilder sehen, den Unterschied. And we noticed this amazing 4-bar mechanism. Und wir sehen hier auch den Vierstabmechanismus. This mechanism pushes the jaw in and out. Und dieser Mechanismus fährt das Kiefer aus und ein. And you can even see a guide up here. Und ihr könnt da auch eine Leiste sehen, entlang der das lang fährt. And again, we were amazed at the precision of design. Und da waren wir auch wieder überwältigt von der Genauigkeit dieser Kreation. Like German engineering. Wie die deutschen Ingenieure das machen. So we produced some exoskeletons inspired by this fish jaw. Und so haben wir auch einige Exoskelette produziert, die durch diese Wissen inspiriert wurde. And especially the thumb mechanism, we used a 4-bar mechanism like the sling jaw. Und besonders für den Daumen, für den Mechanismus, hatten wir eben diesen Vierstabmechanismus verwendet. And this shows a lady who'd had a stroke using the exoskeleton. Und diese Frau, sie hatte einen Schlaganfall und sie benutzt jetzt diesen Exoskelett, den Mechanismus an ihrer Hand. Yeah. So the fourth case study is on the knee joint. Und der vierte Fall, das ist unser Kniegelenk. This was mainly to produce a joint for robots. Und das war in der Hauptsache untersucht, um Gelenke für Roboter zu entwickeln. This shows a schematic of your knee joint. Und das zeigt schematisch, wie unser Kniegelenk funktioniert. The femur bone is on the top. Also der Oberschenkelknochen ist oben. And the tibia bone is on the bottom. Und der Schienenknochen ist unten. And you can see two mechanisms here. Und ihr seht hier zwei Mechanismen. One of them is a cam. Der eine ist der Oberknochen, der abrollt. The cam is very strong for transmitting load. Dieser Knochen ist sehr stark ausgeprägt, um die Last aufzunehmen. But you also have a 4-bar mechanism as well. Aber auch hier habt ihr den Vierstabmechanismus. Because these are the cruciate ligaments. Das ist hier das Kreuzband. And this 4-bar mechanism guides the motion of your knee. Und dieser Vierstabmechanismus führt die Bewegung in eurem Knie. This is a brilliant mechanical design. Und das ist ein hervorragendes Design. Because God has separated the function of load bearing and guidance. Denn Gott hat in diesem Falle getrennt die Lastaufnahme und die Bewegung. But the two mechanisms must be exactly compatible. Aber diese zwei Mechanismen, die müssen sehr gut aufeinander abgestimmt sein.
Your knee joint is very special because it doesn't have a fixed center of rotation. Und das Kniegelenk ist sehr besonders, weil es hat keine Führung in der Bewegung. So I had a PhD student to study this for 3 years. Und so hatte ich auch einen Doktoranden, der über 3 Jahre das untersucht hat. And this is what is called an irreducible design. Und das ist ein Design, der nicht in seiner Funktion reduziert werden kann. Because all these parts must exist at the same time for it to be able to function. Denn alle Teile müssen vorhanden sein, damit das überhaupt funktioniert. Und das muss gleichzeitig da sein. Engineers call this an inverted parallelogram for biomechanism. I apologize. Die Ingenieure nennen das den invertierten Parallelogramm, der Vierstabmechanismus. If you ever meet an atheist who asks you for evidence, Und wenn ihr einem Atheisten begegnet, der nach Beleg fragt, tell them they are standing on the evidence on their knees, dann sagt ihnen, die stehen auf dem Beleg in ihren Knien. and they cannot run away from the evidence. Und die können auch von diesem Beleg nicht weglaufen. So my PhD student, he also studied the human knee joint, Und mein Doktorand hatte auch die Gelenke des Menschen untersucht. and again we were amazed at the precision design. Und wir waren wieder überwältigt, wie genau das Ganze designt worden ist, ausgelegt. One thing really surprised us. Und eins hat uns besonders überrascht. The friction in our joint is very, very, very low. Die Reibung in unseren Gelenken ist sehr, sehr, sehr gering. To win the Rio Olympics, we achieved very low friction in Team GB's bicycle. Um die Olympischen Spiele da eine Goldmedaille zu holen und das zu gewinnen, hatten wir die Reibung in den Gelenken unserer Antriebskette versucht, möglichst zu reduzieren. It was lower than the other teams. That's one of the reasons we won. Und das war geringer als bei den anderen Teams und das war auch eines der Gründe, warum sie gewonnen haben. But we were astonished that the friction in the knee was 1/50th of what it was in our Olympic bike. Aber wir waren überrascht, als wir feststellten, dass die Reibung im menschlichen Knie nur ein 50stel dessen war, was wir an unseren Ketten gemessen haben. When we found this, we thought, this is not possible. Und als wir das herausgefunden hatten, dachten wir, das ist unmöglich. But with God, everything is possible. Aber bei Gott ist alles möglich. So my PhD student, with my help, we solved the mathematics of the knee. Und mein Doktorand hat mit meiner Hilfe eben die Kinematik des Kniegelenks hergeleitet. So what we did, you can see, we generated the profile of the tibia by moving the femur bone gradually. Und wie ihr seht, wir hatten eben die Mathematik oder das Profil von dem Oberschenkelknochen, die Bewegung reproduziert. It's amazing. It took 3 years to study one tiny aspect of God's design. Und es hat uns eben 3 Jahre gekostet, die einfache Bewegung von Gottes Kreation wieder zu reproduzieren. When my French student completed this, we were very pleased. Und als der Doktorand das beendet hatte, waren wir sehr dankbar. And I said, now we can look at 10,000 different designs. Und dann sagte ich zu ihm, jetzt kannst du zehntausende andere Designs überlegen. My French student then handed in his resignation. Und mein Doktorand hat dann seine Kündigung eingereicht. He said, I make him work too hard. Denn er sagte, du machst mir die Arbeit zu schwer, das Leben zu schwer. The French student's a little bit like that. Das war ein Franzose und der hat es entsprechend aufgefasst. But I persuaded him to do the work, and he did do 10,000 designs. Und ich hatte ihn ermutigt, da doch weiterzumachen, und er hat auch 10.000 verschiedene Designs überlegt. So we plotted the results on these big graphs. Und wir haben dann die Ergebnisse auf die Art und Weise grafisch dargestellt. And we looked at 3 aspects of performance.
Und wir hatten auf 3 verschiedene Aspekte Acht gegeben. We looked at the mechanical advantage, how strong the joint was. Und das eine war mechanische Stärke, wie gut war dieses Gelenk. We looked at how much rolling there was. Wir hatten geguckt, wie weit kann das abrollen. And we looked at the range of movement. Und wir hatten auch den Bereich, in dem es sich bewegen kann, das Gelenk, angeguckt. And we showed that the human knee joint is the optimum design. Und dadurch konnten wir zeigen, dass das menschliche Knie das weit optimierteste Gelenk ist. So we produced a prototype model specifically for robots. Und so haben wir einen Prototypen erstellt, ein Modell für Roboter. And we published in many design journals around the world. Und wir haben das auch in vielen Design-Zeitschriften publiziert, quer über die Welt. But now I want to describe some important lessons from this work. Aber jetzt möchte ich doch einige Schlussfolgerungen, die wir aus dem Ganzen entnommen haben. As I said at the beginning, an important lesson is that God's designs are superior to man-made engineering. Das Erste, was ich jetzt nochmal erwähnen möchte, ist, dass Gottes Kreation weit überlegen sind jeglicher menschlicher Kreation. This shows evolution is not true. Und das zeigt auch, dass Evolution schlicht und einfach nicht stimmt. If you read books by Richard Dawkins, Wenn ihr Bücher von Richard Dawkins lest, he claims the world is full of bad design. dann behauptet er, dass die Welt voll von schlechtem Design ist. He says that not because he knows there's bad design, Und er sagt das nicht, weil er weiß, dass es voll schlechten Designs ist. he says it because he knows evolution predicts it. Und er sagt das, weil er weiß, dass die Evolution das eigentlich vorhersagt. So he has dug a big hole for himself, Und so hat er für sich selbst ein tiefes Loch gegraben. because scientists are saying nature is the gold standard of design. Denn er sagt, die Wissenschaft sagt, dass die Natur der goldene Standard für Design ist. Another lesson is that we see a lot of irreducible complexity in nature. Aber wir sehen in der Natur sehr viele diese nicht reduzierbare Komplexität. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn man da etwas wegnimmt. In the 4 case studies I showed you, I spotted these irreducibly complex mechanisms. In den 4 Fällen, die ich vorgestellt hatte, hatte ich gezeigt, 4 Fälle, wo das schlicht und einfach nicht reduzierbar ist. Each one of these is a 4-bar mechanism. Jedes von diesen Kreationen hat einen 4-Stab-Mechanismus. In each case, the 4 bars have to exist simultaneously for the system to work. In jedem dieser Fälle muss dieser Mechanismus komplett vorhanden sein, damit es überhaupt funktioniert. These cannot evolve step by step. Das kann sich nicht Schritt für Schritt entwickeln. And I have published several scientific papers on each case. Und ich hatte mehrere Publikationen zu jedem dieser Fälle publiziert. So creationists do publish their work. So haben auch die Kreationisten, sie publizieren die Ergebnisse ihrer Arbeit. Another important conclusion, Und dann komme ich zum Schluss. God loves mechanical engineering. Gott liebt die Ingenieure, die mechanisches Design betreiben. After discovering these irreducible mechanisms, Nachdem wir diese nicht reduzierbaren Mechanismen entdeckt haben, I thought I have to go to the biology library to see how they explain them. also dachte ich, ich muss mal in die Bibliothek der Biologen gehen und sehen, wie sie das erklären. So I went to the biology library. So bin ich dann auch zu der Bibliothek hin. I have to go in disguise. I have to go in disguise to the. Ich muss sozusagen verdeckt dahin gehen. And I found the top researcher and a top journal. Und so habe ich die Spitzenforscher gefunden, auch die entsprechende Zeitschrift. And the paper said it would explain the evolution of the jaw, the sling jaw wrasse.
Und diese Publikation besagte, dass erklären wird, wie dieses ausfahrbare Kiefer sich entwickelt hat. So I read through the paper. Und so bin ich durch die ganze Publikation durchgegangen. And I came to the conclusion. Und ich kam zur Schlussfolgerung. And I was amazed at what the conclusion said. Und ich war ganz überrascht, was die Schlussfolgerung besagte. Several unusual breakthroughs in skull function characterize the evolution of these fish. Mehrere ungewöhnliche Durchbrüche in der Entwicklung der Kieferfunktion charakterisieren die Evolution von dem Fisch. Now, this is academic language, so I need to interpret this for you. Da das eine akademische Sprache ist, muss ich das für euch übersetzen. What it means is, when it comes to the evolution of the jaw, I have not got a clue. Und wenn er sagt, die Evolution von diesem Kiefer, heißt das, er hat keine Ahnung von dem, wovon er redet. It just happens. Er sagt, es ist einfach passiert. But then he said one more thing. Aber dann hat er noch etwas weiteres gesagt. The macroevolutionary history of the labrid fishes is occasionally punctuated by major transitions in engineering design. Die Makroevolution oder die Geschichte der Makroevolution von diesem Labrid-Fisch ist gelegentlich eine punktuelle wesentliche Transition in dem Engineering Design, also in dem Ingenieursdesign. They're not supposed to say that. Und die sollten das eigentlich auch gar nicht aussagen. So there's one of two possibilities. So gibt es nur zwei Möglichkeiten. One is he became a Christian. Das heißt, er ist entweder Christ geworden. Or secondly, he just wanted to be honest. Oder zweitens, er wollte einfach ehrlich sein. And sometimes you do see these honest admissions. Und ab und zu siehst du auch diese ehrliche Aussagen, dass sie zugeben, es nicht zu wissen. But what is frustrating is you do not hear this in the media. Aber das Frustrierende ist, dass man das in den allgemeinen Medien nicht hört. The media give the impression evolution is a fact when it is not. Und die Medien geben den Eindruck, dass Evolution schlicht und einfach Tatsache ist, was es nicht ist. But there's also irreducible design at the system level. Es gibt aber auf der Systemebene nicht reduzierbare Komplexität. So you have integration, interdependency and interaction. Wir haben hier die Integration, die gegenseitige Abhängigkeit und die Interaktion zwischen den verschiedenen Subsystemen. When you have this interdependency, it has to be planned and designed carefully. Und wenn man diese gegenseitige Abhängigkeit, dann muss das sehr genau geplant und konstruiert werden. I teach automotive design and all the subsystems have to be carefully planned together. Und ich habe jetzt als Beispiel die Automobilindustrie genommen und alle Subsysteme müssen sehr genau aufeinander abgestimmt sein. In Germany you have the best cars in the world. In Deutschland habt ihr die besten Autos in der Welt. Therefore Germans should understand this. Daher müssten die Deutschen das verstehen. But the same is true of the human subsystems. Aber das Gleiche gilt genauso auch für die menschlichen, humanen Subsysteme. Each subsystem is interdependent with the others. Jedes Subsystem hängt von dem anderen Subsystem ab. It has to be designed top down. Und das muss von oben runter entwickelt werden. It cannot be evolved from bottom up. It's impossible. Das kann sich nicht von unten nach oben hin entwickeln. Das ist schlicht und einfach unmöglich. We also see overdesign. Wir sehen sozusagen auch Überkonstruktion. If you read a book on evolution, wenn ihr ein Buch über Evolution lest, it will say the reason for your hand, dann sagen sie, der Grund, warum ihr die Hand habt, the reason it looks the way it does, der Grund, warum es so aussieht, wie es aussieht, is to form a fist, dass ihr eine Faust formen könnt and punch someone in the face. Und jemanden ins Gesicht hauen. That explains your hand. Das erklärt eure Hand. Which is not good to tell children before they go to the playground.
Das ist etwas, was man den Kindern nicht sagen sollte, bevor sie auf den Spielplatz gehen. But any neutral scientist Aber jeder Wissenschaftler, der neutral bleibt, will say our hand is brilliantly designed sagt, unsere Hand ist schlicht und einfach hervorragend designt. to play musical instruments, Man kann damit Musikinstrumente spielen. to do artistic tasks. Man kann verschiedene künstliche Aufgaben ausführen. It's ridiculous to say we evolved to be fighting creatures. Es ist schlicht und einfach dumm zu behaupten, wir sind geschaffen als kriegende Geschöpfe. I'll mention more about overdesign in my talks tomorrow. Und ich werde über dieses Überdesign morgen noch sprechen. Another lesson is that there is no bad design in creation. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass es keine schlechten Designs in der Schöpfung gibt. You may have heard that the laryngeal nerve is badly designed. Ihr habt vielleicht gehört, dass der Nerv, der durch den Kehlkopf geht, schlecht designt ist. This is the laryngeal nerve here, which loops down back up to the larynx. Und das ist dieser Nerv, der in so einer Schlinge durchgeht und wieder hochgeht, vom Kehlkopf zurück in den Mark, ja. To the larynx, yeah. Yeah. So some evolutionists have said this is the worst design they have ever seen. Und einige Evolutionisten sagten, das ist das schlimmste, schlechteste Design, das sie jemals gesehen haben. Because they're saying, why should it do this loop? Weil sie sagen, warum sollte dieser Nerv diese Schlinge machen? This example is very close to my heart Und dieses Beispiel liegt mir sehr am Herzen. because I have been designing spacecraft wiring systems for the last 25 years. Denn ich hatte in den letzten 25 Jahren die Verkabelung von Raumschiffen ausgelegt. So I'm interested in this wiring system. Und so bin ich in dieser Verdrahtung sehr interessiert. I can also tell you that Jerry Coyne and Richard Dawkins have never designed anything. Und ich kann euch sagen, dass Richard Dawkins noch nie irgendwas designt hat. When I look at the laryngeal nerve, Wenn ich auf diesen Nerv gucke using my expertise in wiring, und meine Expertise und Wissen einsetze über Verkabelungen, this is exactly what I would expect. dann ist das genau das, was ich erwarten würde. It is the design of a genius. Das ist ein Design eines Genies. If Richard Dawkins and Jerry Coyne came to my first lecture on wiring, they wouldn't make this mistake. Und wenn Richard Dawkins und Jerry Coyne. Coyne zu meiner Vorlesung über Design kommen würden und zuhören, dann würden sie diesen Fehler nicht mehr machen. Wiring systems always have loops. Die Verdrahtungen haben immer Schlingen. On this stage, this cable has loops. Hier auf der Bühne, dieses Kabel hat auch Schlingen. And this building has loops in the wires. Und auch in diesem Gebäude sind Schlingen in der Verdrahtung. And if you looked in your car, there will be loops in every part. Und wenn ihr in euer Auto reinschaut, dann werdet ihr auch da diese Schlingen sehen. This is a wiring system on a spacecraft I designed. Und das ist eine Verkabelung auf einem Satelliten, was ich designt habe. This is on the Envisat satellite in space at the moment. Das ist auf dem Envisat, der im Weltraum zurzeit sich befindet. And I have two loops. Und ich habe da 2 Schlingen. And the loops are identical in size to the laryngeal nerve. Und diese Schlingen, die sind genau in der Größe von dem Nerven, vom Kehlkopf. And the reason I put the loops in is the same reason God puts the loop in the laryngeal nerve. Und der Grund, warum ich diese Schlingen bei der Verkabelung eingeführt hatte, ist genau derselbe, warum auch Gott die Schlinge in dem Nerv eingebaut hat. If you look here, I have intermediate connections. Und wenn ihr hier seht, habe ich 2 Zwischenverbindungen. And God has the same, an intermediate connection to the esophagus and the trachea. Und das Gleiche hat auch Gott, diese Zwischenverbindungen eingeführt. I also have a loop so the technicians can do the assembly. Ich hatte auch eine Schlinge, so dass die Techniker das auch zusammenbauen können. When the baby grows in the womb, the organs move apart.
Wenn ein Baby im Mutterleib wächst, dann bewegen sich die Organe voneinander weg. And our nerves and wires must be able to stretch to accommodate the movement. Und so müssen auch die Nerven in unserem Körper fähig sein zu folgen, sich zu strecken. I also do it to allow motion and for redundancy. Ich mache das aus den Gründen, damit das sich bewegen kann und auch Redundanzgründen. So I see this in the laryngeal nerve. Und so sehen wir das auch bei diesem Kehlkopfnerv. The problem is Richard Dawkins doesn't know anything about design. Das Problem ist, dass Richard Dawkins nichts über Design kennt. It would be good if some evolutionists tried to design something, anything. Das wäre gut, wenn die Evolutionisten mal etwas designen könnten. They would see Irgendwas. design does not happen by chance. Und da werden sie sehen, dass Design nicht durch Zufall entsteht. So I repeat this wonderful verse from the book of Job. Und ich möchte diesen Vers nochmal wiederholen aus dem Buch Hiob. Stand still and consider the wondrous works of God, who is perfect in knowledge. Bleibe still und bewundere die wunderbaren Werke Gottes, denn sie sind perfekt im Wissen. I tell my Vollkommen. students it's important to be inspired by good designer. Und ich lehre meine Studenten, dass es gut ist, wenn man inspiriert ist durch gute Designer. And so I would be silly if I was not inspired by God's designs. Und ich wäre dumm, wenn ich nicht inspiriert wäre durch Gottes Design. Nature is the gold standard of design. Und die Natur ist der goldene Standard für Design. And around the world there are tens of thousands of engineers studying God's creation. Und um die Welt herum gibt es zigtausende Ingenieure, die die Schöpfung, Design in der Schöpfung studieren. Many of those engineers are not Christians. Und viele dieser Ingenieure sind keine Christen. But in the case of engineers, they are interested in what works. Aber weil sie Ingenieure sind, sind sie daran interessiert, was funktioniert. They want their company to make a profit. Denn sie wollen, dass ihre Firmen auch Gewinne machen. They're not interested in any religious repercussions. Sie sind nicht in irgendwelchen religiösen Überlegungen interessiert. Evolution, the theory of evolution is bad for science. Und die Theorie der Evolution ist schlecht für die Designer. Because evolution says you should not be looking for sophisticated design. Denn die Theorie der Evolution besagt, du solltest nicht nach überragenden Designs Ausschau halten. But because I'm a creationist, Aber weil ich ein Kreationist bin, it helps my science. hilft es mir in meiner Wissenschaft. Because I expect to see sophisticated design. Denn ich erwarte, überragende Designs zu entdecken. The reason I looked at the case studies I showed you Und der Grund, warum ich euch diese Fallbeispiele gezeigt habe, I was expecting to see sophisticated design. weil ich dort erwartet hatte, überlegene Designs zu entdecken. So it's very sad that the evolutionist says creationism is bad for science. Und so ist es eigentlich auch sehr traurig zu hören, dass Kreationismus schlecht für den Design ist. It's the opposite is true. Der Gegenteil ist wahr. And sometimes the evolutionist says that the creationist does not do observational science. Und manchmal sagen die Evolutionisten, dass die Kreationisten keine Wissenschaft der Beobachtung der Wissenschaft machen. But I've been doing observational science for 25 years. Aber ich betreibe die Beobachtungswissenschaften schon über 25 Jahre. And my observational science shows me creation is true. Und meine Beobachtungswissenschaften zeigen mir, dass Schöpfung wahr ist. It's the evolutionist who does not do observational science. Es sind die Evolutionisten, die nicht die Beobachtungswissenschaften verfolgen. They just have just so stories. Sie haben schlicht und einfach Geschichten, die so entstanden sind. So my experiments, my work has given me great confidence in my faith. Und meine Arbeit, das, was wir entdeckt haben, hat mich sehr gestärkt in meinem Glauben.
And I want to share this with you to make you more confident in your faith. Und ich teile das mit euch, um auch euch zu stärken in eurem Glauben. So you can be confident there is no contradiction between science and the Bible. Und so könnt ihr sicher sein, dass es da keinen Widerspruch zwischen Bibel und Wissenschaft gibt. Many of my academic colleagues admit to me the world looks designed. Und viele meiner Kollegen in der Akademie, die bestätigen mir, dass die Welt aussieht wie geschaffen. They won't say that to the media, Sie würden das nicht in den Medien veröffentlichen, but they will tell me in private. aber sie sagen es mir privat. Some of them say, Stuart, you are probably absolutely correct. Und manche sagen, Stuart, du bist höchstwahrscheinlich richtig. Many of my colleagues are agnostic, Viele meiner Kollegen sind Agnostiker. but there's a lot of pressure not to believe in creation. Aber da ist ein sehr hoher Druck, nicht in Schöpfung zu glauben. And An tomorrow I give a talk, Wonders of Creation, Und morgen werde ich über die Wunder der Schöpfung sprechen. and the second half of that talk will be all about academic pressure to believe and follow evolution. Und der zweite Teil meines Vortrags wird über den Druck sein, der kommt, um der Evolution und der Lehren der Evolution zu folgen in den akademischen Kreisen. And I will show you some actual emails and letters from very prominent evolutionists asking me to stop, or asking my universities to stop me publishing intelligent design. Und ich werde euch einige E-Mails und Auszüge aus Schriften zeigen, aus Briefen zeigen, wie sehr prominente Akademiker bitten die Leitung der Universität, dass sie mich stoppen, die Schöpfungslehre zu publizieren, in dem Sinne. But I will explain how God has kept me in my job. But I hope, Aber ich zeige auf, wie Gott mir geholfen hat, in meiner Position zu bleiben. but I hope you found the talk encouraging. Thank you. Aber ich hoffe, es hat euch ermutigt. Vielen Dank.